Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich Ihnen die brandneue Windows-App vorstellen, die eine innovative Schnittstelle zur OpenAI Assistance API bietet. Mit ihr können Sie die besten KI-Modelle mit Ihrem eigenen Wissen kombinieren, um intelligente Assistenten für Ihren Alltag zu erstellen. Wir befinden uns nun direkt im Hauptfenster der Anwendung, in der Sie nun je nach Berechtigung die unterschiedlichen Funktionen ansteuern können. In den Assistenten sehen wir links die Übersicht der bereits angelegten Daten und rechts die jeweiligen Details dazu. Auf dem zweiten Reiter befinden sich die für die Schnittstelle notwendigen Details und die Anweisung. Und zu guter Letzt sehen wir noch die zugeordneten Dateien. Die Anwendung ist mehrsprachig und liefert neben Deutsch auch Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch mit. Die Benutzer sind gleich aufgebaut. Links die Übersicht und rechts die Stammdaten, die Details und die Berechtigungen. Die Anwendung ist auf Basis gleichzeitiger Benutzer lizenziert. Im Chat stehen Ihnen nicht nur die Assistenten, sondern auch die Basismodelle von OpenAI zur Verfügung. Die Funktionsweise der Assistenten ist folgendermaßen. Wir wählen ein Basismodell aus und laden dann in eine speziell für diese angelegte Vektordatenbank unsere Dateien hoch. Diese werden dort gespeichert und über die zugeordneten Tools verfügbar gemacht. Bei einer Anfrage werden diese dann als zusätzliches Wissen herangezogen. Wir werden nun gemeinsam einen Assistenten anlegen, damit Sie sehen, wie schnell und unkompliziert es ist, mit der Anwendung firmeninternes Wissen datenschutzkonform verfügbar zu machen. Wir klicken auf Hinzufügen und befüllen die ID und geben dem Assistenten einen Namen. Die Beschreibung ist nur für interne Zwecke und wird nicht an OpenAI übermittelt. Wählen Sie aber sprechende Angaben, damit Ihre Mitarbeiter sich etwas unter dem jeweiligen Assistenten vorstellen können. Die verfügbaren Zeichen werden Ihnen unten rechts angezeigt. Wählen Sie nun das gewünschte Modell aus. Bitte bedenken Sie, dass die unterschiedlichen Modelle jeweils andere Fähigkeiten und Kosten mit sich bringen. Aktivieren Sie den Codeinterpreter nur, wenn Ihr Assistent wirklich mit Code umgehen muss. Die Anweisungen sind essentiell für die Funktionsweise des Assistenten. Daher ist es wichtig, einen möglichst optimalen Prompt zu finden. Sie haben dafür bis zu 256.000 Zeichen Platz. Nach der Anlage wird der Assistent synchronisiert und die zugehörige Vektordatenbank angelegt. Sie können nun die gewünschten Dateien auswählen und dem Assistenten somit verfügbar machen. Bitte beachten Sie, dass das Erstellen der Embeddings je nach Datei etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Dies wird allerdings im Hintergrund gemacht. Sie müssen also nicht warten. Damit Ihre User dann auch den Assistenten verwenden können, müssen Sie noch die entsprechenden Freigaben bei dem jeweiligen Benutzer setzen. Diese können für beliebig viele Assistenten berechtigt werden. Im Chatfenster stehen die Modelle und Assistenten dem Anwender nun zur Verfügung. Und wie Sie es auch sonst gewohnt sind, können Sie nun eine Unterhaltung starten. Der jeweilige Assistent kann nun auf die zusätzlichen Daten in der eigenen Vektordatenbank zugreifen und hat dies somit auch in seinem Wissen verfügbar. Die Antworten werden in das Vorschaufenster gestreamt und erst am Ende wird die komplette Antwort in den Chat eingefügt. Die Geschwindigkeit, mit welcher die Antworten generiert werden, hat neben dem ausgewählten Modell
vor allem damit zu tun, in welchem Tier sie sich befinden. Diese können Sie auf der Homepage von OpenAI in Ihrem API-Account nachlesen. Wie bei den Standardmodellen können Sie natürlich auch Folgefragen stellen und somit das Ergebnis immer weiter verfeinern. Die Verweise in den Antworten werden zu einem späteren Zeitpunkt direkte Links zu den Dateien beinhalten, in welchem die Referenz zu finden ist. Sie sehen, wie leicht es ist, mit dieser Anwendung firmeneigenes Wissen verfügbar zu machen. Und all das ohne schwierige Installation, großen Schulungsaufwand oder hohe Kosten.